Leute, ihr seht schon, heute haben wir mal ein bisschen andere Location als sonst. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie man unser Glowing Universal Set am Auto installiert. Vielleicht fangen wir mal an, was eigentlich alles dabei ist in unserer Box. Und ihr seht schon, ihr bekommt 2 Module. Wenn man sich mal anschaut, was genau drin ist sozusagen ein Anbauteil drin, das für Europa notwendig ist, um das Regal am Fahrzeug zu befestigen. Und dann das eigentliche Kernstück, das ist unser Projektormodul, zusammen mit dem Halter und der Einstellschraube. Zusätzlich zu unseren beiden Modulen mit den jeweiligen Haltern findet ihr in dem Paket alles, was ihr braucht für den Anbau am Fahrzeug. Ganz wichtig, unser Einstellwerkzeug. Klar, zum Einstellen, wie der Name schon sagt, der Lichtgrafik auf dem Boden, zum anderen aber auch zum Anschrauben am Fahrzeug. Das sehen wir dann gleich. Wer es mitbestellt, bekommt gleichzeitig noch ein Color Kit. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, sozusagen das Lichtbild noch einzufärben in 4 verschiedenen Farben. Und hier im Inneren der Kiste findet ihr dann alle Kabel zum Anschließen des Universalsets, sowohl ausgangsseitig mit der 4 Meter Kabellänge, dann mit dem Rolling Switch Steuergerät und mit den ganzen Anschlussleitungen eingangsseitig für die Signale und für die Power, plus alle Anschlusselemente, je nachdem, was ihr für einen Kabelquerschnitt habt an eurem Kabelbaum. Genug des Unboxings, lasst uns zum Auto gehen. Ich nehme gleich mal ein Modul mit und dann schauen wir, wie es angebracht wird. So, als nächstes geht es ans Vorpositionieren des Moduls. Ihr habt beide Teile aus der Verpackung genommen und steckt sie, wenn ihr in Europa seid, erstmal zusammen. Ihr hört das? Klicken, dann sind beide Teile fest miteinander verbunden. Als nächstes sucht ihr euch einen geeigneten Platz am Unterboden, möglichst nah am vorderen Rad. Bei unserem M4 F82 ist das sozusagen genauso gestaltet wie auch bei einem F30 zum Beispiel. Und da gibt es hier einen perfekten Spot dafür. Wenn ihr den Spot gefunden habt, steckt ihr zuerst das Kabel ans Modul. Ihr kennt das sozusagen an dem wasserdichten Stecker, der hier angebracht ist. Und der passt genau ans Modul ran. Wenn ihr das Kabel angesteckt habt, dann dreht ihr sozusagen erstmal an der Justierschraube rechts herum im Uhrzeigersinn. Das geht ein bisschen schwer, weil das ist ein Feingewinde, bis sozusagen der Stecker bündig mit dem Gehäuse oben abschließt. Das sind ungefähr 10 Umdrehungen. So, perfekt. Dann nehmt ihr das Gehäuse und platziert es an der Stelle, die ihr euch vorhin ausgesucht habt. Und befestigt erstmal von den 4 Schrauben erstmal 1 oder 2 locker. Später werden wir das Modul dann genauer einstellen, dafür müssen wir das Fahrzeug allerdings von der Bühne nehmen. Im nächsten Schritt legen wir das Kabel in den Innenraum. Dafür schauen wir erstmal, dass wir mit dem Kabel unter die Unterbodenverkleidung kommen. Bei den BMW F-Modellen, hier beim F82, löst ihr am besten hier diese eine Schraube von der Rathausschale und steckt dann das Kabel einfach darunter und lasst es hier, wo das Löchlein ist, wo normalerweise das Wasser abläuft. Dort lasst ihr das Kabel erstmal lose hängen, bringt die Unterbodenverkleidung oder die Rathausschale in dem Fall wieder an und befestigt die Schraube dann wieder an ihrer Position, damit das hier wieder bündig abschließt. Selbsterklärend ist, dass es auf der anderen Seite ganz analog genauso parallel gemacht wird und ihr dann eben einmal von der rechten, einmal von der linken Seite die Kabel in den Innenraum führt. Wie genau das geht, zeigen wir euch jetzt. Als nächstes müssen beim F82 bzw. beim F30 ist genauso die Rathausschale, müssen die 3 Spreiznieten hier weg und dann sollte man die Rathausschale hier an der Ecke sozusagen ausschulen aus dieser Verriegelung hier, damit man das Kabel dann eben hier durch den Schweller weiter verlegen kann. Sehen wir gleich.
Als nächstes führen wir das Kabel in den Innenraum und um dann zu sehen, wo wir rauskommen, nehmen wir jetzt erstmal die Verkleidungsteile ab. Das wäre einmal hier im Einstiegsbereich und hier unten rechts im Fußraum das Teil. Als nächstes wollen wir an den Kabelbaum vom Fahrzeug ran. Dafür müssen ein paar Teile ab, zum Beispiel unterhalb vom Handschuhfach und hier die Unterbodenverkleidung wird dann zurückgeklappt. Den Punkt nehmen wir hier, um das Kabel in den Innenraum zu kriegen. Und dieses Gummiteil hebeln wir einfach erstmal ab. Und machen uns gleich ein kleines Löchlein rein, damit wir das Kabel durchstecken können. Hier seht ihr jetzt das Teil, was wir gerade bearbeitet haben. Da haben wir ein Langloch reingebohrt, damit wir jetzt unser Kabel Richtung Innenraum durchstecken können. Als nächstes bereiten wir unsere Kabel vor, um sie mit dem Fahrzeug verbinden zu können. Hierfür haben wir einmal am Steuergerät unseren 12-Volt-Eingang. Dafür nehmen wir das rote Kabel. Das ist abgesichert und am Ende verbinden wir das mit einem Schneidklemmverbinder der grauen Bauart für etwas dickere Kabel. Als zweites Kabel haben wir unser Signalkabel, das ist violett. Das kommt an den Signal 1 Eingang. Dafür verwenden wir auf der Eingangsseite den weißen Schneidklemmverbinder. Und als drittes brauchen wir noch eine Masse und dafür nehmen wir das braune Kabel, verbinden das mit dem Masseanschluss und im Fußraum werden wir das verschrauben mit einem Massepunkt vom Fahrzeug. Ganz wichtig ist, dass ihr das richtige Signalkabel erwischt. Wir brauchen ein Signal, das bei Entriegelung angeht und bei Fahrtantritt, also sobald das Auto rollt, ausgeht. Und das Perfekte dafür, weil es auch von der Funktion identisch ist, ist das von der Türgriffbeleuchtung. Beim F82 ist das vom BDC, das hier ist sozusagen das BDC oder hier ist es noch FEM. Ist es der Stecker 9B, das ist der blaue hier, der Pin 52. Und zwar das violett-graue Kabel. Und zwar genau dieses hier. Und von dem holen wir uns jetzt das Signal. Schön einlegen. Zweimal klicken lassen. Perfekt. Als nächstes sorgen wir hier noch für Ordnung. Das heißt, wir raffen die Kabel zusammen, sozusagen die Eingangskabel hier so zusammen. Am besten mit Kabelbindern. Und wir stecken natürlich unser Ausgangssignal auf die Ausgangsseite vom Steuergerät. Hier werden dann die beiden Module angeschlossen. Das eine, was wir jetzt gerade verlegt haben, für die rechte Fahrzeugseite und das andere dann für die linke Fahrzeugseite, kann man aber auch vertauschen. Abschließend werden wir das Steuergerät noch anbringen mit einem Kabelbinder und schneiden das sozusagen hier an dem Teil fest. Wir haben jetzt das Glowing Switch Steuergerät mit dem Fahrzeugsteuergerät erfolgreich verbunden. Das heißt, der Lichtteppich geht auch an, wenn man das Fahrzeug entriegelt, beziehungsweise geht dann auch aus, wenn man es wieder verschließt. Als nächstes, wir hatten es ja vorher nur an ein, zwei Schrauben erstmal grob positioniert, stellen wir das Ganze am Fahrzeug ein. Dazu am besten das Modul in eine Hand nehmen, das Licht anschalten und dann den Lichtkegel beobachten, beziehungsweise das Bild beobachten, dass man eben möglichst den hinteren Reifen nicht trifft, knapp daran vorbeistrahlt und dann das Modul in der Position festschrauben. Zu guter Letzt könnt ihr euren Lichtteppich noch auf eure gewünschte Länge einstellen. Dafür nehmt ihr einfach das Einstellwerkzeug und stellt mit der Messing-Einstellschraube durch Rechts- oder Linksdrehung die gewünschte Länge ein, zum Beispiel auf Fahrzeuglänge, was wir empfehlen würden. Ja, dann war es das auch schon mit dem Einbau unserer Universalsets. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Glowings.